Weiter geht's im Oktober und diesmal wird's staubig. Denn was wären Orks ohne den passenden Boden unter den Stiefeln? Meine Orks stehen in der Wüste, aber meine bisherigen Bases waren mir für dieses Quickhawk Boys und für dieses Video einfach zu unspektakulär. Darum wird diesmal ordentlich was abgerissen. Mit Kork, Texturmasse und jeder Menge Dreck. Aber was macht eigentlich ein gutes Base aus? Wie viel Kontrast ist zu viel? Und was kann man sich aus der Farblehre über Kontrastarten für die Base-Gestaltung rausholen? Genau das schauen wir uns heute an. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Mir ist es wichtig, dass die Bases innerhalb einer Armee einheitlich wirken, damit die Miniaturen ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Orks sind ja oft etwas farbenfroher. Grüne Haut, Schachbrettmuster, rote Details, hier und da auch gelb und blau. Da ist schon sehr viel los mit Farben auf den Modellen. Darum wollte ich die Bases meiner Orks etwas ruhiger gestalten. Denn meine Boys stehen hier ganz klar im Vordergrund und die Bases sollen nicht ablenken. Bei einer Hordenarmee wie den Orks können etwas einfachere Bases natürlich auch enorm Zeit sparen. Für dieses Quickhawk Boys oder Grunzerreiter auf Deutsch wollte ich meine Standard-Ork-Ödland-Bases aber etwas interessanter gestalten. Darum kommt hier auch Kork zum Einsatz. Und wer nicht völlig blind durchs Warhammer-Internet stolpert, findet das nun auch nicht überraschend. Kork ist mehr oder weniger eine weitere Allzweckwaffe für Bases, die man irgendwann automatisch im Werkzeugkasten hat. Ich habe hier ganz einfache und günstige Untersetzer aus Kork. Vermutlich aus einem schwedischen Duftkerzenhaus, in dem teilweise auch Möbel verkauft werden. Aber dann müssten die anders heißen. Dann habe ich die wohl bei einem großen bekannten Online-Shop bestellt. Ich habe das jetzt auch nicht extra recherchiert, aber ich gehe stark davon aus, dass ihr mit solchen einfachen Kork-Dingern wesentlich günstiger durchstarten könnt, als mit Kork, der speziell fürs Basteln oder noch besser Kork speziell für Modellbau gekennzeichnet ist. Außer dem höheren Preis glaube ich nicht, dass die Unterschiede das so viel ausmachen. Aber ich habe es selbst nicht ausprobiert und nicht recherchiert. Für mich reicht der günstige Haushaltskork. Das Tolle an Kork ist jedenfalls die natürliche Bruchstruktur. Durchs Abreißen entsteht da ganz automatisch eine felsige Struktur, ohne dass man da viel modellieren müsste. Ich habe das zum Beispiel schon bei meinem Gashgul Base verwendet. Oder hier beim Todeskompanie Cybot. Und da sieht man meiner Meinung nach auch ein Problem. Ich habe hier die Übergänge zwischen den Korkschichten meiner Meinung nach nicht ordentlich verputzt, weshalb man die einzelnen Lagen dann doch schon ziemlich deutlich sehen kann. Kann natürlich auch ein gewünschter Effekt sein. Aber, wie ich so oft sage, ich bin kein Profi und nicht alles kann auf Anhieb perfekt sein. Bei den Quickhawk Boys will ich da diesmal aber etwas mehr drauf achten. Zum Befestigen vom Kork verwende ich Bastelleim. Holzleim funktioniert da genauso. Zusätzlich gebe ich ein paar Tropfen Sekundenkleber dazu. Vor allem bei den größeren Stücken. Das gibt mir einfach ein besseres Gefühl, das wirklich alles festhält. Theoretisch reicht Bastelleim allein aber auch völlig aus. Ich habe mir im Vorfeld schon ein paar Gedanken gemacht, wie ich die Bases mit dem Kork gestalten will. Einen exakten Plan gab es aber nicht. Von der Grundidee ausgehend ist die Gestaltung dann einfach dynamisch im Prozess entstanden. Der Grundgedanke, was ich mit dem Kork erreichen möchte, war jedoch wichtig. Genauso wichtig wie die Überlegung zur Basegestaltung für eine ganze Armee. Bases sind unglaublich wichtig und kein nebensächliches Detail. Vielleicht vergleichbar mit dem passenden Rahmen für ein Gemälde. Ich sag mir immer, eine Miniatur kann monatelang perfekt bemalt sein. Solange das Base nicht fertig ist, ist die ganze Miniatur nicht fertig. Andersrum kann ein fertiges Base dafür sorgen, dass die Figur schon komplett wirkt, selbst wenn man noch zig Details offen hat. Bases erzählen die Story einer Armee. Sie geben einer Armee Stimmung und Atmosphäre. Meine Orks stehen in der Wüste. Oder besser gesagt in einem Ödland, das vom Krieg verdorrt ist. Und das passt perfekt zu Orks. Schließlich haben sie auf Armageddon mehr Staub aufgewirbelt als jede imperiale Armee davor. Armageddon war dieser industrielle Wüstenplanet, auf dem Gashgul Draka gezeigt hat, dass selbst Titanen irgendwann wanken, wenn genug Orks draufhalten. Und klar, Armageddon ist das bekannteste Beispiel, aber das ist eben nur eine Welt, die die Orks verwüstet haben. Egal wohin sie kommen, sie hinterlassen überall ihre ganz eigene Art von Ödnis. Ob Eiswüste, Aschewüste oder Schrottwüste. Am Ende sieht jeder Planet ein bisschen nach Armageddon aus. Und genau das finde ich so genial an Orks. Sie verwandeln jede Welt in ihr eigenes Schlachtfeld.
Ja, und auch wenn es vielleicht schon ein abgenutzter Vergleich ist, das Mad Max-Feeling passt auch einfach perfekt zu ihnen. Wenn man sich die Ork-Fahrzeuge anschaut, ist das im Prinzip Mad Max. Nur mit noch mehr Dakar, krummer Panzerung, Zähnen aus Metallresten und weniger Benzinproblemen. Nachdem ich die Korkstücke auf die Bases geklebt habe, gehe ich nun mit dem Enkrater an den Kanten entlang. Ich spreche hier und da Stücke ab und ritze weitere Unebenheiten rein. Mein Ziel ist es, dadurch alle regelmäßigen Kanten zu entfernen. Ich möchte ja nicht, dass meine Boys in einer Korkuntersetzerödnis stehen, sondern über eine hügelige, sandige und karge Ödnis entlang preschen. Für diese Bearbeitung braucht man auch nicht unbedingt einen Enkrater verwenden. Nehmt einfach die Werkzeuge, die ihr gerade zur Hand habt. Mit dem Fingernagel geht's genauso. Noch ein kleiner Tipp am Rande: Werft diese kleinen Bruchstücke auch nicht weg. Die kann man noch prima bei anderen Projekten für andere Bases verwenden. Man braucht ja auch immer mal wieder kleine Steine oder sowas. Ich pack die also auch einfach in den Behälter und wer weiß, was daraus noch wird. Sobald die Korkstruktur dann einigermaßen gefällt, müssen natürlich noch die Miniaturen draufgeklebt werden. Plastikkleber funktioniert da nicht, also kommt hier auch wieder Sekundenkleber zum Einsatz. Dabei merke ich schon immer wieder, wie toll Plastikkleber ist und wie lang so ein paar Sekunden sein können. Anschließend kleistere ich die gesamten Bases mit Desert Sand von Vallejo ein. Durch die Korkstücke haben wir bereits gut Masse auf die Bases gebracht. Und meine Idee der hügeligen Ödnis, über die meine Grunzerreiter auf den Feind zu brechen, war für mich schon nahbarer. Mit der sandigen Masse überdecke ich nun die Korktextur und versuche auch die Übergänge diesmal zwischen den Einzelstücken so gut es geht zu kaschieren. Tja, und dann ging zwischenzeitlich mein gesamtes hochprofessionelles Aufnahmeequipment kaputt. Also mein Smartphone. Das gute alte Samsung 0815 wollte einfach nicht mehr. Die harte Arbeit am Filmset in den letzten Wochen und Monaten waren einfach zu viel. Die Zeit in Hollywood war schön, aber es war einfach ausgebrannt und schlapp. Ich bedankte mich, ohne mich aufzuregen, für die tolle gemeinsame Zeit und die guten Dienste. Aber da jeder ersetzbar ist, da alles ersetzbar ist, habe ich kurzerhand ein neues Smartphone gekauft, damit ich weiter filmen kann. Ja, und auch weil man gefühlt ohne Smartphone halt echt überhaupt gar nichts mehr machen kann. Ist echt super, wenn man statt der Authenticator-App, die auf dem Smartphone ist, sich auch als Alternative einfach mal eine SMS senden lassen kann ans gleiche Smartphone. Ich war also ein paar Tage erstmal wie ein Ork in der Ödnis. Verlassen von allen. Aber dann ging's weiter. In der Zwischenzeit habe ich natürlich nicht einfach nur traurig in einem dunklen Raum gesessen und über mein Leben nachgedacht. Nein, ich habe die Minis schon mal grundiert. Mit Wraithbone als warmem Grundton. Und dann habe ich auch angefangen, die Squigs und Reiter zu bemalen. Normalerweise male ich die Miniaturen komplett fertig und mache erst am Ende die Bases. Aber durch den Handy-Defekt ist mir ohnehin ein bisschen Zeit verloren gegangen. Also dachte ich mir, für dieses Video mache ich jetzt einfach mit den Bases weiter, auch wenn die Minis noch nicht ganz fertig sind. Tja, manchmal muss man einfach spontan sein. Haha, mein drittvorletzter Vorname. Da mir die Bases nach dem Grundieren aber nicht mehr sandig genug waren, bin ich dann nochmal mit Desert Sand drüber. Für Bases bin ich auch echt froh, dass ich auf die Diorama-Serie von Vallejo gestoßen bin. Bei fast jedem Base kommt das Zeug mittlerweile bei mir zum Einsatz. Gibt ja auch echt viele coole Varianten, was Körnung, Effekt und Farben angeht. Für Rosalies Nörgel-Minis haben wir auch mal so Sumpfschmodder benutzt. Auch genial. Außerdem ist das Preis-Leistungs-Verhältnis super. Und ich mag diese größeren Pots. Da habe ich auch nicht ständig das Gefühl, ultra sparsam sein zu müssen. Außerdem bleibt das Zeug meiner Meinung nach auch länger feucht und lässt sich dadurch über einen größeren Zeitraum verarbeiten. Die Citadel Texture Pots verwende ich natürlich auch. Die sind qualitativ ja auch echt gut und man weiß eben, was man bekommt. Aber die trocknen mir teilweise einfach zu schnell. Auf dem Base und im Pot. Und dann sind wieder 6-7 Euro hinüber. Ich packe da übrigens auch mal Affiliate-Links in die Videobeschreibung. Ja, das ist im Endeffekt Werbung und das sage ich hier auch ganz offen. Ich bekomme da aber nichts gesponsert oder gestellt. Aber ich finde die Texturpampe einfach geil. Also eine ehrliche Weiterempfehlung. Wenn ihr über einen dieser Affiliate-Links etwas kauft, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch entstehen natürlich keine zusätzlichen Kosten. Es ist einfach eine kleine Geste, mit der man sich für eine Produktempfehlung bedanken kann.
Und als kleiner Hobbykanal freue ich mich über jede Unterstützung. Wenn ihr das Zeug also mal ausprobieren wollt oder Nachschub braucht, findet ihr die Links unten in der Beschreibung. Bei diesen Grunzerreitern gehe ich jetzt sogar so weit, dass ich Desert von Vallejo mit den Texturfarben von Citadel kombiniere. Skandal! Ich packe also auch Armageddon Dunes und Armageddon Dust mit drauf. Eines von beiden wird auch nicht mehr hergestellt. Und falls ich mich nicht komplett täusche, wurde Armageddon Dunes eingestellt, also die gröbere Textur. Armageddon Dust müsste es also weiterhin geben und das hat die feinere Textur. Wie auch immer. In der Ödnis sieht ohnehin nicht alles gleich aus und darum mischen wir die jetzt bunt durcheinander. Ja, ich weiß, die Base-Gestaltungskommission hat da sicher was dagegen, aber ich öffne einfach nicht die Tür, wenn die klingeln. Und wenn die irgendwann gemeinsam mit der Bemalkripo eine Razzia starten, dann habe ich halt ein Problem. Aber bis dahin habe ich einfach Bock am Basteln. Nachdem die Texturfarben alle getrocknet sind, kommt nun gemäß meines bisherigen Farbrezepts eine Schicht verdünntes Sentry Dust drüber. Nicht so dünn wie ein Wash, aber schon wesentlich dünner gemischt. Einmal komplett über Space drüber. Das blendet die Farben dann ineinander. Absoluter Profi-Tipp: größeren Pinsel benutzen. Habe ich selbst erst später bemerkt. Ja. Während diese doch sehr feuchte Farbe trocknet, gehe ich schon mal mit Sentry Dust über den Rand des Bases. Ja, da hatte ich es ja auch schon mal in einem Video davon, ob schwarz umrandete Bases oder farbliche umrandete Bases besser sind. Ich selbst entscheide das pro Armee. Manchmal nehme ich die gleiche Hauptfarbe des Bases, manchmal eine ähnliche, aber dunklere Farbe und manchmal eben schwarz. Ich mache das mal so, mal so. Eine schwarze Umrandung lässt die Miniatur oftmals nochmal stärker reinknallen, finde ich. Ein farblich umrandetes Base verschwimmt besser und wirkt manchmal harmonischer. Aber das ist auch Geschmackssache. Darum entscheide ich das pro Armee. Wie macht ihr das denn? Immer schwarz? Immer Goblin Green? Oder ganz anders? Schreibt's in die Kommentare. Im nächsten Schritt kommt dann eine gute Portion Agrax Earthshade drüber. Und wenn das auch gut durchgetrocknet ist, werde ich nochmal mit Sentry Dust trocken bürsten. Also nicht ganz trocken, sondern so halbtrocken, weil ich schon möchte, dass Sentry Dust als Hauptfarbe das Base dominiert. Ja, und bevor ich es jetzt doch ganz vergesse, wollte ich ja auch noch drüber sprechen, was man sich eigentlich aus der Farblehre für die Base-Gestaltung so rausholen kann. Ich will hier keine Vorlesung zur Farbtheorie halten, da bin ich auch definitiv nicht die richtige Person dafür und sicher kein Experte. Aber es gibt da schon ein paar interessante Dinge, die man für sich im Hobby echt gut mitnehmen kann. Ganz grob gesagt kann man bei Bases zwischen Kontrast und Harmonie unterscheiden. Bleiben wir bei Kontrast. In der Farblehre gibt es verschiedene Kontrastarten. Für Tabletop und Miniaturen aus meiner Sicht die drei wichtigsten. Erstens Hell- und Dunkelkontrast, auch Value Contrast genannt. Zweitens Warm-Kalt-Kontrast. Und drittens der Komplementärkontrast, also Farben, die sich im Farbkreis gegenüberliegen. Zum Beispiel Rot versus Grün oder Blau versus Orange. Meine Orks sind grün und teilweise auch recht bunt. Meine Wüstenbases dagegen sind hell, viel braun, aber eher farblos. Das sorgt dafür, dass die Minis nicht zu unruhig wirken, aber trotzdem kontrastreich bleiben. Das ist also ein Kontrast, aber kein übertriebener. Nicht so ein knalliger Gegensatz wie bei blauen Minis auf roten Bases. Braun ist eine entsättigte, warme Farbe und im Zusammenspiel mit der grünen Orkhaut entsteht kein harter, sondern ein sanfter, natürlicher Kontrast. Durch die Kombination des Hell-Dunkel-Kontrasts und den Warm-Kalt-Kontrast hebt sich die Miniatur klar vom Base ab, ohne dass sich die Farben gegenseitig anschreien. Ein richtig starker Kontrast wäre zum Beispiel eine blaue Miniatur auf einem rötlich-orangenen Base. Also beispielsweise Ultramarines auf einem warmen rot-braunen Boden. Da verstärken sich das kalte Blau und das warme Orange gegenseitig. Das ist dann gleichzeitig ein warm-kalt und ein Komplementärkontrast, weil sich Blau und Orange im Farbkreis gegenüberliegen. Auch über die Farbtemperatur kann man bei Bases viel steuern. Warme Bases, also Sand, Rost, Erde, wirken lebendig und bringen die Figur optisch nach vorn. Kühle Bases wie Schiefer, Schnee, Asche wirken distanzierter, ruhiger, aber oft auch düsterer. Das passt dann super zu bestimmten Armeen, wie Chaos, Necrons. Bei wärmeren Farbtönen finde ich, zum Beispiel Wüsten, wirkt das Modell dagegen oft greifbarer. Bei dem Hell-Dunkel-Kontrast, also dem Value-Kontrast, spielt auch die Helligkeit eine große Rolle. Wenn das Base zu dunkel ist, kann die Miniatur optisch darin versinken. Ist es heller, hebt sie sich klarer ab und wirkt definierter. Gerade bei großen Einheiten oder Hordenarmeen
sorgt das dafür, dass man die Figuren besser erkennt und das Gesamtbild lesbarer bleibt. Und neben diesen ganzen Kontrastarten für die Base-Gestaltung gibt es natürlich auch noch die andere Seite, die Harmonie. Also, wenn Base und Miniatur farblich ähnlich sind, verschmelzen sie zu einer Einheit. Das habe ich zum Beispiel bei meinen Tyranniden gemacht. Da waren die Farben des Leviathan-Schwarms mein Ausgangspunkt. Da die Schwärme ja Biomasse absorbieren und ganze Planeten zu Schmodder verarbeiten, dachte ich mir, am Ende sieht so ein Planet dann einfach aus wie der Schwarm selbst. Gleiche Farben, gleiche Texturen, quasi natürliche Tarnung durch Assimilation. Wenn man das dann in der Farbtheorie einordnet, spricht man hier von einer monochromen Harmonie. Also Farben aus derselben Familie, aber mit unterschiedlichen Sättigungen und Helligkeiten. Das nennt man oft auch Ton-in-Ton-Gestaltung. Base und Mini haben also ähnliche Grundtöne, was ein ruhiges, stimmiges Gesamtbild ergibt. Gerade bei Tyranniden oder auch Untoten funktioniert das super. Ach ja, und da wir gerade bei Tyranniden waren, was ich beim Bemalen von Tyranniden echt empfehlen kann, ist der Warhammer 40k-Roman Leviathan von Darius Hinks. Lesen beim Bemalen ist ja so eine Sache und darum habe ich es als Hörbuch gehört. Und das war perfekt, um in Stimmung zu kommen. Ich habe mir diese Tyranniden-Invasion vorher auch immer ein bisschen anders vorgestellt und ja, auch irgendwie nicht so wirklich gewusst, wie das dann so abläuft. Aber das Buch beschreibt diesen Absorptionsprozess richtig gut. Danach hatte ich ein echt klares Bild davon, wie furchtbar das sein muss, wenn so ein Schwarm über deinen Planeten herfällt. Absolut empfehlenswert, wenn man beim Malen einfach so ein bisschen Stimmung tanken will. Ja, das war vermutlich nun doch etwas mehr Theoriegelaber über Kontrast und Harmonie, als ich eigentlich beabsichtigt hatte. Aber wenn man sich da mal einliest, ist es doch echt interessanter, als man vorher dachte. Zumindest ging es mir so. Und vielleicht war ja für den einen oder anderen auch was dabei. Ich finde es auf jeden Fall auch erstaunlich, wie viele Dinge man unbewusst automatisch richtig in Anführungszeichen macht. Also zum Beispiel, wenn man sich für bestimmte Farben entscheidet, ohne vorher zu wissen, warum sie gut funktionieren. Ist so herum ja auch irgendwie kreativer, als wenn man sich vorher erstmal die Farbtheorie dazu durchlesen würde. Ein anderer Punkt, über den ich noch sprechen wollte, weil ich da selbst beim Bearbeiten der Bases viel drüber nachgedacht habe, ist das Thema Fehler oder nennen wir es besser Stolperfallen bei Bases. Und trotz meiner Gedanken dazu habe ich da jetzt auch kein Handbuch und auch keinen goldenen Tipp für euch. Ich finde, es ist echt schwer zu sagen, was wirklich ein Fehler bei der Base-Gestaltung ist. Weil ein simples graues Base kann völlig okay sein. Genauso wie ein farbenfrohes Base, Alien-Planet, viele bunte Pflanzen. Es muss halt zum Modell passen. Das heißt, es gibt da auch aus meiner Sicht keine Regel, ob viel oder wenig Farbe jetzt gut oder schlecht wäre. Was ich aber mit gutem Gewissen sagen kann, ist, dass mir ganz simple, einfarbige Bases nicht gefallen. Das hat für mich immer so den Eindruck von, das Modell ist nicht fertig, die Base ist nicht fertig. Ohne weitere Farben, ohne Tribrush, ohne Wash, finde ich, das wirkt dann einfach super leblos. Selbst die klassischen Goblin Queen Bases der Anfangszeiten, die man ja so gerne aus den Erinnerungen kramt, ja, selbst die waren nicht monoton einfarbig. Ich versuche jedenfalls auf meinen Bases zumindest folgende Dinge zu machen. Erstmal irgendeine Art von Textur, Sand oder ähnliches drauf, damit es ja nicht spiegelglatt bleibt und das ist auch super wichtig für die anderen Schritte, weil ich dann mit mindestens einer anderen Farbe Drybrushe, Wash drüber pack, ja und dann hier und da auch ein paar Tufts. Das ist so das Minimum, das ich für meine Bases durchführe. Ja, und wenn wir schon beim Thema Tufts sind, habe ich mal drüber nachgedacht und ja, ich setze die schon sehr, sehr sparsam ein. Bei normalen Minis packe ich da oft gar keine oder maximal ein Tuft pro Base drauf. Ich finde halt auch bei einer Ork-Einheit, sagen wir mal 10 Boys, da muss ja auch nicht jeder einzelne Boy einen Grasbüschel auf dem Base haben. Das würde im Ödland auch irgendwie gar nicht passen. Bei größeren Bases oder Charaktermodellen packe ich dann auch schon mehr drauf, aber meist bleibe ich innerhalb einer Armee zumindest bei einer bestimmten Art und Farbgebung von den Tufts und kombiniere die super selten. Naja, außer bei meinen Cathay, da habe ich mal richtig viel kombiniert und das sah auch echt geil aus. Und ja, man lernt ja auch nie aus und probiert immer mal wieder was Neues. Bei den Grundsachreitern hier habe ich mir dann auf jeden Fall vorgenommen, mehr Tufts zu verwenden und auch mal vielleicht 2 verschiedene Arten zu kombinieren. Hat ja bei den Cathay auch gut funktioniert. Aber ich habe da echt so meine Bedenken gehabt. Ich fragte mich dann auch, wann wird das zu viel? Und ja, wenn man sich Miniaturen von den Profis anschaut, ist es schon brutal beeindruckend.
Selbst wenn da 490 Tufts drauf sind, sieht es bei denen einfach immer noch genial aus. Wenn ich das machen würde, würde es eher so aussehen, als ob die Miniatur in einen riesigen Bottich voller Bastelleim und Grasbüscheln gefallen wäre. Wie ist es bei euch? Habt ihr da auch einfach so ein Bauchgefühl, wie viele Tufts richtig sind? Denkt ihr auch, weniger ist mehr? Oder packt ihr so lange drauf, bis das Base voll ist? Ich weiß es selbst nicht. Oft ist es auch einfach eine spontane Entscheidung. Und trotzdem frage ich mich jedes Mal, was ist zu viel, was ist zu wenig? Abschließend kann ich dazu wohl nur sagen, Fehler oder Stolperfallen bei Bases sind echt schwer zu definieren. Es ist vermutlich viel mehr Bauchgefühl und kreativer Prozess als irgendeine festgelegte Regel. Aber was meint ihr? Wie geht ihr bei der Base-Gestaltung vor? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sicher, ihr habt gute Tipps und auch Erfahrungen. Oder vielleicht sogar ein paar Storys von den schlimmsten Bases, die ihr jemals gemacht habt. Lasst es uns wissen. Schreibt's rein. So, und damit wären die Bases erstmal fertig. Und damit auch das zweite Oktober-Video. Ausgehend von meinen Standard-Ork-Ödland-Bases habe ich die Bases der Grunzer-Reiter diesmal mit Kork und unterschiedlichen Texturmischungen versehen. Dinge, die eigentlich so nicht in meinem Standardrezept stehen. Außerdem habe ich auch bewusst mehr Tufts verwendet. Ich finde, die Bases sind echt gut geworden. Mir gefällt, wie die Squigs da über die hügelige Fläche donnern und direkt auf den Feind zustürmen. Und obwohl ich einiges am Grundrezept geändert und angepasst habe, passen die Reiter trotzdem perfekt ins Gesamtbild meiner Ork-Armee. Sehr cool. Jetzt muss ich die Reiter nur noch fertig bemalen. Nächste Woche gibt's dann ein weiteres Oktober-Video zu einem anderen Thema. Aber es bleibt grün, chaotisch und orkig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da. Wenn ihr mehr aus der Hobby-Ecke sehen wollt, abonniert den Kanal und schreibt mir gern eure Meinung, Tipps und Erfahrungen in die Kommentare. Als kleiner Hobbykanal ist wirklich jeder Like, jedes Abo und jeder Kommentar mega viel wert. Ich danke euch fürs Zuschauen und fürs Dranbleiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.